herzlich willkommen zu einem neuen Geplauder mit Elfen-Claudia. Ja, es ist schon sehr lange her seit dem letzten, ich glaube es sind 2 Monate oder so, und ich wollte euch schon immer mal wieder was erzählen, aber irgendwie hat mir total die Zeit und auch die Ruhe, die Muse gefehlt dazu. Aber heute gibt es viele Neuigkeiten. Und natürlich gibt es auch Gründe dafür, dass ich keine Zeit hatte und keine Ruhe. Und das sind 2 Hauptgründe, die erzähle ich euch heute. Der eine ist nicht so schön und der andere ist wunderschön. Okay, zuerst der nicht so schöne, das ist meine Mama. Meine Mama ist in den letzten Wochen und Monaten, von Woche zu Woche kann man eigentlich sagen, dementer geworden und auch krank und war im Krankenhaus. Und da sie ein paar 100 Kilometer weit weg wohnt von mir, ist es natürlich schwierig, sich zu kümmern und da zu sein für sie immer. Aber ich habe noch eine Schwester, zum Glück sind wir 2 und ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt jetzt. Und es wird jetzt schon besser werden alles. Ja, immerhin ist sie 92 und war bis zum Sommer noch fit und selbstständig gewohnt und alles. Also, das ist schon super. Ja, und der andere Grund, warum ich nicht so viel Zeit hatte, ist, ihr kennt ja vielleicht, wer schon länger bei uns zuschaut am Kanal, der weiß vielleicht, dass Pim und ich einen Traum haben. Und der Traum ist jetzt Wirklichkeit geworden. Wir wünschen uns so sehr ein Haus in der Toskana und da sind wir jetzt in unserem Haus. Wir können es selber noch kaum glauben und manchmal sagen wir, ist es jetzt echt? Ja, es ist echt. Ja, wir sind ja im Juni zum ersten Mal hier gewesen und ich war überhaupt das erste Mal in der Toskana. Ich war vorher noch gar nicht und ich habe solche erzählt, das hat mich umgehauen hier. Es war Liebe auf den ersten Blick und ich kann es gar nicht wirklich genau beschreiben, warum und was es eigentlich ist, aber ich denke, es ist eine Mischung aus dieser wundervollen Natur, die noch so wild und ursprünglich ist, und auch dieses Leben hier, die Häuser, die Gärten und die Lebensart, die Menschen, diese Landschaft hier, diese tolle. Einfach alles. Es hat mich ja auch musikalisch immer sehr inspiriert und ja, irgendwann hat das so in uns gearbeitet und wir haben dann gesagt im September, wir fahren jetzt nochmal her und suchen nach einem Haus für uns. Und wir haben es gefunden. Ja. Und jetzt, 2 Tage vor Weihnachten, haben wir den Vertrag unterschrieben und sind jetzt hier. Wir haben schon Weihnachten hier verbracht und Silvester. Und es ist einfach wunderschön. Das Tolle ist auch, wir kamen hier an, wir wussten es ja schon, hier anzukommen und es ist alles da. Also wir konnten sofort hier leben. Die Möbel sind da, die Schränke sind gefüllt mit Geschirr, Gläsern, die Kaffeemaschine ist da, die Waschmaschine ist da. Es ist einfach alles da. Es ist ein riesiges Glück. Wir brauchten erstmal gar nichts. Wir haben nur die ganze Zeit gestaunt und geschaut, was alles da ist, welche wunderschöne Sachen und Geschirr und alles. Und wir sind einfach unendlich dankbar dafür, für dieses wundervolle Haus. Ja, und das Haus hat auch einen Garten. Und der Garten ist richtig groß und ein bisschen verwildert natürlich, wie es hier so ist. Und was ganz Fantastisches ist, wir sind hier in einer der schönsten, tollsten Weingegenden der Toskana und unser Garten hat einen kleinen Weinberg. Das heißt, der ist eigentlich ein Weinberg mit noch natürlich Kräutern, riesigen Büschen von Salbei und Rosmarin und alles Mögliche noch und Blumen. Hier blühen gerade noch Ringelblumen. Aber der Weinberg, der hat es dem Pim total angetan. Also seit wir
wissen, dass wir dieses Haus oder ahnten, dass wir dieses Haus bekommen, liest er nur noch Bücher über Weinanbau und beschäftigt sich damit. Und er ist jetzt auch die letzten 2 Wochen jeden Tag draußen und kümmert sich um die Reben und pflegt sie und lernt sie kennen oder sie sich gegenseitig. Und ich bin ganz sicher, in den nächsten Jahren irgendwann trinken wir Tims ersten Wein. Freue ich mich schon drauf. Ja, Musik ist auch schon hier entstanden. Als ich die erste Nacht hier geschlafen habe, bin ich morgens, wie das oft so ist bei mir, an die Harfe und habe ein bisschen gespielt. Aber wir haben noch keine Aufnahmen gemacht, wir haben irgendwie noch gar keine Zeit. Es gibt zu viel zu entdecken und auch die Gegend zu erkunden. Und ja, es sind ein paar Häuser um uns herum, ansonsten nur Natur. Und abends ruft das Kreuzchen, wenn es dunkel wird, und morgens auch. Und wenn man nachts rausgeht, dann leuchten die Sterne so hell, weil es einfach wenig Lichter gibt außenrum. Wir genießen es wahnsinnig, hier zu sein und sind so voller Freude und strahlen die ganze Zeit noch und sind dankbar. Und ja, trotzdem müssen wir in ein paar Tagen wieder zurückfahren. Aber wir werden sicherlich, sobald wir Zeit haben, wieder hier sein. Und unser nächstes Ziel ist ja dann, hier leben zu können. Wie das genau geht, wissen wir noch nicht, aber das ist zumindest der nächste Schritt. Den ersten haben wir jetzt schon mal. Ja, jetzt sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Bald gibt es sicherlich mal wieder ein bisschen Musik für euch, denn vom Sommer haben wir noch Aufnahmen, die hat der Tim noch nicht fertig geschnitten, aber das wird er sicher bald tun und da gibt es mal wieder einen Musikfilm. Aber bis dahin sage ich euch, passt auf euch auf, wie immer, und lasst es euch gut gehen, genießt die Zeit und habt ein wundervolles Jahr 2023. Bis hoffentlich bald. Tschüss.